Hallo zusammen, in diesem Video möchten wir vor allem allen Frauen einen kurzen Leitfaden bieten, wie ihr den passenden Fahrradsattel findet und natürlich auch kurz darauf eingehen, was der Unterschied eigentlich zwischen Mann und Frau ist. Ja, die Anatomie von Mann und Frau unterscheiden sich natürlich grundlegend, das ist gar kein Thema, vor allem darin, dass das Becken der Frau natürlich eine Geburt ermöglichen muss. Aber wenn wir die Auflagefläche auf dem Fahrradsattel betrachten, also gerade hier dieser komplette Bereich, dann ist der Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern eigentlich geringer, als man oftmals denkt. Und zwar ist der Unterschied eigentlich der tiefer liegende Schambeinbogen bei der Frau. Das bedeutet, der ist bei der Frau etwas tiefer wie beim Mann, was gleichzeitig dazu führt, dass oftmals die Sattelnase zum Problem wird. Da entsteht hoher Druck, das Becken ist natürlich leicht nach vorne gekippt und wir haben hier einfach Taubheitsgefühle, Schmerzen und das ganze Programm. Wie ihr das vermeiden könnt und wie ihr vor allem den richtigen Fahrradsattel findet, dafür gibt es eigentlich 3 Regeln. Die erste Regel ist, die Sitzknochen zu vermessen. Die Sitzknochenvermessung ist wirklich das A und O für jeden Sattel. Denn das ist genauso wie bei einem Schuh, ist der Schuh zu klein, dann drückt er am Zeh. Genauso ist es beim Sattel. Ist der Sattel zu schmal, dann drückt eigentlich der komplette Sattel in den Schambereich, in den Dammbereich rein und wir haben hier ein Riesenproblem. Deswegen ist es extrem wichtig, die Sitzknochen zu vermessen. Es gibt keine Regel, die besagt, dass die Sitzknochen bei einer Frau breit oder der Sitzknochenabstand bei einer Frau breiter ist wie beim Mann oder andersrum, sondern es ist wirklich sehr individuell. Und wenn man die Statistik jetzt bei uns bei Esculap anschaut, dann sieht man wirklich hier immense Unterschiede. Bei der Frau liegt der Sitzknochenabstand meistens so zwischen 9 und 17 cm. Beim Mann wiederum zwischen 6 und 16 cm, was auch wiederum zeigt, dass das eigentlich wenig mit dem Geschlecht an sich zu tun hat, sondern es gibt auch Männer, die einen breiten Sitzknochenabstand haben oder auch Frauen, die einen sehr schmalen Sitzknochenabstand haben. Also ein Sitzknochenabstand ist eigentlich Körperform und Körpergröße unabhängig. Das bedeutet, es können auch große Personen oder große Frauen einen sehr breiten Sitzknochenabstand, aber auch einen sehr schmalen haben. Deswegen ist es so wichtig, die Sitzknochen zu vermessen. Bei Esculap gibt es alle Sättel in 4 verschiedenen Breiten. Das bedeutet, für jeden Sitzknochenabstand gibt es wirklich den passenden Sattel. Die Sitzknochen zu vermessen ist einfach wichtig, damit die Sitzknochen vollflächig aufliegen und auch das Hauptkörpergewicht tragen. Das bedeutet, wenn das Hauptkörpergewicht auf den Sitzknochen liegt, dann wird gleichzeitig auch der Dammbereich und der Schambeinbereich entlastet. Es gibt 2 Möglichkeiten, die Sitzknochen zu vermessen. Der erste und die beste Möglichkeit ist natürlich zum Esculap-Händler zu gehen, sich beraten zu lassen. Alle Händler sind in diesem Bereich geschult und können dann auch einfach je nach Problem und Anforderung dir den passenden Sattel raussuchen. Die zweite Möglichkeit ist unser kostenloses Vermiss-mich-Set. Das findest du bei uns auf der Website. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Der zweite wichtige Punkt bei der Wahl oder bei der Suche nach dem richtigen Sattel ist darauf zu achten, wie die Sattelform ist. Wir bei Esculap empfehlen immer darauf zu achten, dass es eine Stufensattelform ist. Wenn man das betrachtet, dann sieht man das eigentlich ganz deutlich. Das Heck ist leicht nach oben gezogen, wir haben hier einen Dip und die Sattelnase ist tiefer gelegt. Und wie ich schon vorher gesagt habe, ist gerade die Sattelnase bei Frauen immens wichtig. Denn durch den tiefer liegenden Schambeinbogen entsteht ein hoher Druck im Normalfall auf den Dammbereich bei der Frau und auf dem Schambeinbogen. Deswegen ist es wichtig, dass die Sattelnase tiefer liegt. Denn jetzt haben wir vorher die Sitzknochen vermessen, die Sitzknochen liegen hier schön hinten auf und gleichzeitig liegt die Sattelnase etwas tiefer. Das bedeutet, das Hauptgewicht liegt auf unseren Sitzknochen. Die Sitzknochen können unser ganzes Körpergewicht tragen oder zumindest den größten Teil und gleichzeitig schaffen wir eine Entlastung von dem Dammbereich. Das dritte und auch ein extrem wichtiger Punkt bei der Suche nach dem richtigen Fahrradsattel ist die Sattelhärte. Oftmals sind gerade Damensättel oder Frauensättel weich. Aber je weicher der Sattel, desto mehr sinken die Sitzknochen wieder ein. Das heißt, wir schaffen uns wieder ein neues Problem, denn durch einsinkende Sitzknochen werden vor allem die Muskelansätze und auch
die Sehnenansätze rund um die Sitzknochen, also bei der Auflagefläche, gereizt. Und jetzt habe ich ja gerade vorher schon gesagt, tragen wir ein Hauptgewicht von unserem Körper auf den Sitzknochen. Das heißt, jeder kann sich vorstellen, das wird richtig schmerzhaft. Deswegen ist es sehr wichtig, je nach Einsatzbereich und auch je nach Dauer der Fahrzeit einfach die passende Härte zu wählen. Alle S-Clip-Sättel je nach Einsatzbereich sind dementsprechend angepasst und wir empfehlen einfach keine weichen Sättel, und weiche Sättel eignen sich eigentlich nur bis zu einer Fahrzeit von 30 Minuten. Ein zusätzlicher Tipp, worauf du auf jeden Fall auch noch achten kannst, ist bei der Wahl des richtigen Fahrradsattels oder bei dem ganzen Setup, ist die Fahrradhose. Und zwar ist es leider so, dass Fahrradhosen für Frauen oftmals mit einem sehr soften und auch mit einem sehr dicken Polster ausgestattet ist. Jetzt ist es aber leider so, dass, wie ich vorher schon gesagt habe, dass dadurch, dass wir natürlich länger auf dem Fahrradsattel sitzen, sollte das Sattel härter sein. Wenn wir jetzt ein weiches und ein softes Polster haben, haben wir wieder das Problem, dass wir uns eigentlich selber einen weichen Sattel bauen. Das bedeutet, der Sattel ist zwar jetzt hart und wir haben den richtigen Sattel gewählt, haben aber jetzt einen Polster, wo sehr weich ist, und dadurch simulieren wir wieder genau dasselbe Problem wie vorher gesagt, einen soften, weichen Sattel. Deswegen gibt es bei S-Clip 3 verschiedene Polster für Bib-Shorts. Da gibt es ein eigenes Video, das verlinken wir euch auch direkt unten. Da könnt ihr euch informieren, welches Hosenpolster für euren Einsatzbereich das Richtige ist. Ja, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder euch auch gern beraten lassen wollt, dann meldet euch bei uns im Kundenservice. Auch hier der Kontakt unten in der Beschreibung vom Video. Und wenn euch das Video natürlich gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal.